Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für leckere Hähnchenschenkel in Weißwein-Sahnesoße. Dafür bereiten wir zunächst das Hähnchen vor. Ich habe hier 3 große Hähnchenschenkel verwendet, aufgeteilt in 3 Ober- sowie 3 Unterkeulen. Insgesamt ca. 1 Kilogramm. Das Hähnchen jetzt von beiden Seiten mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem Schuss Öl erhitzen, dann die Hähnchenteile in die heiße Pfanne geben und für ein paar Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten, bis das Hähnchen eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Anschließend alles einmal wenden, von der anderen Seite ebenfalls ein paar Minuten anbraten und währenddessen kümmern wir uns um die nächsten Zutaten. 2 Zwiebeln abziehen und fein hacken, außerdem noch 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Und sobald das Hähnchen von der anderen Seite ebenfalls etwas Farbe hat, alles einmal aus der Pfanne heben, kurz zur Seite stellen und jetzt die Zwiebeln sowie den Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Danach ein paar Zweige frischen Thymian und frischen Rosmarin in die Pfanne legen, die Hähnchenteile ebenfalls zurück in die Pfanne geben und dann alles mit 400 ml Hühnerfond oder alternativ Gemüsebrühe aufgießen. Außerdem kommt noch 400 ml Weißwein dazu. Das Hähnchen sollte jetzt knapp mit Flüssigkeit bedeckt sein. Dann alles zum Kochen bringen und anschließend mit geschlossenem Deckel und reduzierter Hitze für mindestens 1 Stunde langsam köcheln lassen. In der Zwischenzeit können wir uns um die Champignons kümmern, die wir zum Schluss als Einlage zum Hähnchen geben. Dafür eine Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, 500 Gramm braune Champignons in die Pfanne geben. Die habe ich als Ganzes gelassen, maximal halbiert, wenn sie etwas größer waren. Bei mittlerer bis hoher Hitze ein paar Minuten anbraten, gelegentlich umrühren bzw. durchschwenken. Und sobald die Pilze etwas Farbe haben und anfangen Wasser zu verlieren, mit einer Prise Salz, Pfeffer und etwas Paprikapulver würzen, alles ein letztes Mal gut umrühren und vom Herd ziehen und bis zum Anrichten zur Seite stellen. Nach einer Stunde sollte das Hähnchen gar sein. Jetzt alle Hähnchenteile einmal aus der Pfanne heben, auf einem Teller kurz zur Seite stellen, die Rosmarin- und Thymianzweige ebenfalls herausheben. Dann kommen 200 ml Sahne dazu. Außerdem binde ich die Soße noch leicht mit etwas Speisestärke ab. Dafür einen gehäuften Teelöffel Speisestärke mit einem kleinen Schluck kaltem Wasser verrühren, die Mischung zur Soße gießen, alles einmal unter Rühren aufkochen lassen. Und jetzt kommt im Prinzip alles nur noch zusammen, die angebratenen Pilze in die Soße geben, außerdem alles nochmal mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss die Hähnchenteile wieder zurück in die Pfanne geben, Pilze und Hähnchen nochmal kurz in der Soße durchwärmen und dann sind wir fertig. Jetzt können wir die Pfanne vom Herd ziehen, alles mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren und zusammen mit Brot oder Baguette servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.